When Petra Landers was born in 1962, women's football was forbidden in Germany. Nowadays, she trains young women in Zambia. What we're doing here is passing, okay? So. Die Entwicklung, die hier stattfindet, es ist einfach toll, das mit anzusehen. In the 70s, the ban on women's football in Germany was lifted. Petra Landers was one of the first young girls to play the game. Wir haben wirklich das in Gang gesetzt, was jetzt erfolgreich auch weitergeführt wird. Something in this area for the girls. Football for females in Zambia is similar to what it was like 40 years ago in Germany. It's no given. Petra has fought her entire life for women to be recognized and accepted as footballers. Ja, die Mädels beeindrucken mich immer wieder, barfuß hier auf diesen Plätzen zu spielen. Und wie die zur Sache gehen können, ist einfach, ja, toll. Petra Landers knows two football worlds in two different eras. I'm a former German national player. The way I started was nearly like you girls. I was playing with the boys because not many girls were playing. So you have to work hard and you have to have fun what you are doing. Unlike in her own career, in Zambia, it's not about winning titles. Instead, it's about empowering the girls and protecting them from the dangers they face in the streets. It was perfect what you have done. So this is good. Yes. Weil es ist die Anerkennung, die jedes Kind hier braucht. Weil die Mädchen stehen nicht in der Reihe, die stehen außerhalb der Reihe. Das heißt, zu helfen den Mädchen hier ist dringend notwendig, ob es jetzt beim Training ist oder außerhalb. Ich versuche auf gleicher Höhe zu sein, um ihnen zu zeigen, hey, das machst du toll, was du gerade machst. Yes. No? Back to football basics. What makes Petra Landers want to fight for women's football here in the poverty-stricken quarter of Lusaka? In order to understand her better, we visited the former footballer in another setting, in Bochum, Germany. She lives here when she's not in Zambia. Bochum is where she grew up and where she first began learning football over 50 years ago. Zu meiner Zeit gab es nicht so viele Mädchen, die jetzt Fußball gespielt haben. Aber in der Schule war ich meistens die Einzige. Und in jeder Pause wurde gezockt mit den Jungs, wo ich als Mädchen so ein kleiner Außenseiter war. Aber auch nur mit dem, was ich gerne machen wollte. Ich wurde akzeptiert, ich wurde angenommen und auch anerkannt. Also es war schon toll. The rural region didn't have much to offer young people in the 1970s. Most of the time, there was only football. That helped her find her way to the sport. Die ganzen Städte, die hier aneinander liegen, das sind alles Fußballstädte. Fußball steht hier an erster Stelle. So hier der VfL Bochum oder Schalke, Dortmund, wer auch immer. Ruhrpott heißt auch für die Kinder so, wenn ich Bock auf Fußball habe, dann gehe ich Fußball spielen. That's how it was for her. Petra Landers is one of the first female football pioneers. At the time she was active, she was still looked at strangely for being a female footballer. Viele sagen, oh, du hast zur verkehrten Zeit gespielt. Und dann sage ich immer wieder, nein, ich habe genau zur richtigen Zeit gespielt. Ich war immer eine der Ersten, was ich jetzt im Nachhinein, ja, richtig klasse finde. Ich musste mich damals auch gar nicht unter Druck setzen, weil ich habe mir nicht das Ziel gesetzt, oh, ich möchte irgendwann Nationalmannschaft spielen. Es gab die Nationalmannschaft nicht. Ich bin in eine Mannschaft gesprungen, Bergisch Gladbach, und konnte das zeigen, was ich drauf hatte und was ich damit alles erreicht habe. Das sind so Erlebnisse, die kann man gar nicht wiederholen, weil das ist Geschichte. She helped form Germany's history of women's football with her club Bergisch Gladbach. They were champions year after year in the 1980s. In 1982, Landers was in the starting lineup for West Germany in their first ever official fixture. In 1989, they won their first title as European champions. As a token of gratitude, the German Football Association rewarded the women with a prize, a coffee set. Man sieht genau so, wie hat der DFB uns gesehen. Nicht als Fußballerin, die was gewonnen haben, sondern ganz einfach, was schenken wir den netten Damen? Die haben sich jetzt so angestrengt. Ich denke mal eher so diese Richtung, so was Nettes, ne?
Ist doch schön so. Es ist hell, es ist ja schön bunt und hat nicht jeder. She's more or less finished with football in Germany, but not with football itself. Petra travels around the world as a coach and encourages the sport's development. In Zambia, she's found a second home. Welcome to Zambia, coach. Thank you. How Welcome to Bali. The Bauleni United Sports Academy helps get children off the streets. Petra supports the academy mainly through girls and women's football. The players complain about a lack of equipment and means of transport, but not about their private problems. Mädchen sind hier gefährdet. Es ist Frühheirat, es ist frühe Schwangerschaft. Teilweise tragen hier 12-, 13-jährige Mädchen ihre eigenen Babys auf dem Rücken. So, und die haben zu Hause viel zu arbeiten, die übernehmen die Arbeiten der Mütter. Und da möchten wir einfach die Mädels rausholen. But for that, they need female role models, and female coaches are hard to find here. So, to start our training session, I think we should think about... For the girls, Petra Landers is a teacher, a mentor, and above all, a motivator. So, warm up somewhere else. she encourages, like, you can do anything although you are female. She's really important to our lives. Ich möchte ein Vorbild sein. Was ich an erster Stelle immer stelle, ist die Disziplin, ihnen so ein bisschen beizubringen, wie wir Deutschen es so drauf haben. So, wir müssen pünktlich sein, wir müssen konzentriert sein. Aber das wird sehr gerne angenommen, weil wir sehen, dass es viel besser funktioniert, wenn wir zusammen, gemeinsam daran arbeiten, einen guten Ablauf hinzubekommen. In the black and yellow? Okay, yes, we can go? Yeah. Okay. So the big ones are playing. She's a mother. She's a mother and a leader for all of us. And we feel that the experience she has can bring a lot of positive change. And we can already see that the levels of coaching have really improved. Ich kann meine Erfahrungen weitergeben, was die sehr, sehr schätzen. Und sie versuchen natürlich so meinen Weg dann auch zu gehen. Oh, ich möchte so sein wie du, ich möchte mal Trainer werden wie du. Bauleni, on the outskirts of Zambia's capital Lusaka, is a rapidly expanding slum. Trees there, then it goes as far as where we came from on the tarmac. Hundreds of thousands live here in very close quarters. Many come from other African countries. Life here is simple and quite restricted. There are only a few schools and only one hospital, but Petra Landers sees a good side too. So please don't cry. Hier ist ein Zusammenhalt. So, wenn es dem einen mal schlecht geht, dann sind die anderen aber sofort da und es wird geholfen. Kinder spielen draußen. Bei uns sieht man überhaupt keine Kinder mehr draußen spielen. Die sind alle hetzen von Termin zu Termin. Und hier, auch wenn man kein Geld hat, man sieht strahlende Kindergesichter. Also unsere Kinder können diese Kinder beneiden um einiges. In Germany, Petra Landers misses the simplicity and pioneering spirit that characterized her generation and once made women's football great. She thinks women's football in Germany is suffering a crisis. It's all gone a bit flat. In der letzten Zeit haben so viele Vereine, Frauenvereine, Mannschaften zugemacht, weil die keine Leute mehr haben, weil ja, da ist null Motivation. Und deswegen bin ich gerne in Afrika auch. Das ist jetzt mal so ganz krass, dieses Beispiel. Aber ich treffe da Mädchen und Frauen, die sind voll motiviert und die versuchen, ihre Lage zu ändern. Her own generation set the standard. But while most of the inaugural national team players have largely been forgotten, Petra is still fighting for recognition. Despite all the titles, the fight continues, even in Germany. Back in Zambia, on a mission unrelated to football, Petra Landers is looking for Emmanuel. The streets have no names, the houses don't have numbers. But she still finds her way. She's been here often enough. Hello! How are you? I'm fine. Thank you. The people here know and are used to Petra. Eventually, she finds Emmanuel. Hey! How are you? Hey, cool. You were playing football? Yeah. So, cool. So, what about school? Emmanuel has been going to school for 2 years. Petra Landers finances his tuition.
Als ich 2014 das erste Mal hier war, habe ich hier um die Ecke gewohnt. Und Emanuel war einer der Jungs, die morgens vor der Tür standen und auf mich gewartet haben, dass ich wieder rauskomme. Und einen Morgen stand er ganz herzlich mit einer Blume vor der Tür und dann dieses Lächeln von Emanuel. Oh, es hat mich berührt. Ich konnte aber nie mit ihm sprechen, weil er kein Englisch kann. Er ging nicht zur Schule. Und jetzt ist er dabei, die Sprache etwas zu lernen. Und irgendwann werde ich mich mit ihm unterhalten können und dann werde ich mal hören, was er so die ganze Zeit gedacht hat. A different side of Zambia. In Lusaka, Petra lives together with a family she's become friends with, far away from the slum. This was the hardest job. The days in Bauleni are mentally straining for Petra. At Barbara and Norman Sampa's home, she's able to find a bit of normality. Ich habe ein sicheres Zuhause hier. Also für mich ist es ein Zuhause. Und was ich mitnehme, ist halt immer wieder dieses Familienleben, was hier noch stattfindet, was es bei uns nicht mehr gibt. Und hier kann ich es weiterleben und das ist schön. Wenn ich hier hinkomme, mir fällt immer so Stress von den Schultern. Ich bin auf einmal ein ganz anderer Mensch. Ich fühle mich richtig wohl. For 5 years, Petra has regularly returned to Zambia. Die Entwicklung, die hier stattfindet, es ist einfach toll, das mit anzusehen. It's somehow also like re-experiencing her own football past. Dass ich meine Geschichte nach Afrika transportieren kann und den Mädchen das geben kann, was uns damals gefehlt hat. She doesn't just want to be a benefactor, however. She wants to be on the same level as the people in Zambia. Ich gehe nicht rein und sehe die Armut, sondern ich sehe die glücklichen Kinder hier. Die Armut wird den Kindern erst später bewusst. Petra Landers continues putting her vast experience from a long life of football to good use. Wenn ich jetzt einen Ball sehe, dann kriege ich sofort das Gefühl, oh, ich möchte jetzt jemanden haben, der mit mir Fußball spielt. Das Gefühl wird, glaube ich, nie weggehen.